Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Wie du vielleicht weißt oder auch nicht weißt, war ich auf Ibiza das erste Mal. Und ich wollte dir einfach mal zeigen, was ich da so gekauft habe. Und mir fällt gerade ein, dass ich einen Trigger tatsächlich noch unten habe. Den muss ich gleich holen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Okay. Ja. Und bevor wir starten, ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und sag mir mal gerne, ob du schon mal in Ibiza warst. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Und sorry wegen meiner Brille, dass das so ultra spiegelt. Mein Stativ ist kaputt gegangen und da steht jetzt direkt auf dem Stativ, wo halt die Lampe drin ist. Aber ein neues Stativ ist unterwegs, also ja, müssen wir heute damit auskommen. Okay, das erste trage ich schon. Und zwar ist das dieses T-Shirt. Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Ich glaube 7 bis 11 oder 14 Jahre oder so. Aber ich fand, also bei der Größe, ich fand das so süß, dass ich das mitnehmen musste. Ja, ich liebe halt alles, was glitzert. Dann ist da noch ein Stern drauf und unten steht Ibiza. So süß, wirklich. So süß. Ich hoffe, keins von den Steinchen wird irgendwann abgehen. Aber bestimmt ist es nur eine Frage der Zeit. Naja, das ist auf jeden Fall das erste. Das zweite habe ich hier drin. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich zeige die ganzen Sachen auch in meinem Vlog. Aber ich dachte mir irgendwie, ja, so ein einzelnes Video darüber ist doch auch ganz cute. Und ja, ich wäre liebend gerne auf einen Hippie-Markt gegangen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal in Ibiza bin oder auf Ibiza, dann möchte ich zwingend zu einem Hippie-Markt. Ja, und genau als wir da waren, nee, warte mal, der hatte, glaube ich, auf. Aber wir sind sonntags gekommen und freitags gefahren und der ist samstags. Und ich glaube, es gibt auch welche, die sind sonntags. Aber ja, der Haupt ist auf jeden Fall samstags. Super sad, aber Leute, ich werde wiederkommen. Jedenfalls habe ich mich dann super gefreut, als ich das hier gefunden habe. Weil genau sowas hätte ich da auch gesucht. Und nochmal zu dem T-Shirt. Ich finde, man kann das auf jeden Fall richtig cute kombinieren mit so einem weißen Skaterrock oder einer lässigen Hose mit einer Bluse drüber oder so einem weiten Hemd. Ja, boah, ich finde das richtig süß. Ja, ich muss mal schauen, wo ich mir das hinhänge. Ich habe tatsächlich ja noch aus Madeira eins. Und wenn man dann mal irgendwann ein eigenes Haus hat, sind das so richtig cute Sachen, so richtig süße Erinnerungen, die dann überall rumhängen werden.
Ibiza war wirklich so toll. Und wir sind dann nur netten Leuten begegnet. Also die waren alles so nett. Ich frage mich, ob das so ein Spanier-Ding ist oder ob das Zufall war. Ja, keine Ahnung. Auf Madeira hatten wir manchmal so das Gegenteil. Ja, aber da waren alle so nett. Und ich habe letztens auch jemanden getroffen, der gesagt hat, dass der in Venezia war. Und Venezia, das heißt doch nicht Venezia. Heißt das Venezia? Valencia, Venezia, was ist das denn? Und der hat gesagt, die waren da auch alle extrem nett. Also, ja. Dann habe ich mir 2 Kokosschalen mitgenommen. 2 besondere. Die hängen aber gefühlt an jeder Ecke und am Flughafen auch nochmal. Meine Mutter sagte auch, sie ist sich nicht sicher, ob man da wirklich draus essen sollte oder die nur zur Deko irgendwie verwendet. Weil das schon manchmal so abbricht an der Seite. Jedenfalls ist das hier die erste. Und ich liebe ja lila total und innen drin ist so ein süßer Elefant. Wunderschön, wirklich. Ja, ich habe auch ich habe mehrere Kokosschalen und eine davon ist letztens kaputt gegangen. Aber mal gucken, ob ich das als Deko benutze oder wirklich zum Essen. Und noch eine andere. Die fand ich auch so schön. Die sieht dann echt tausendmal schöner aus. Weil die so ganz viele, das leuchtet in so ganz vielen Farben eigentlich. Kommt in der Kamera gar nicht rüber. Aber ja. Okay, wir machen erst mit dem anderen weiter. Meine Schmuckkartulle für unterwegs. Schmuckkästchen. Da waren so tolle Schmuckläden. Ich musste mich richtig zusammenreißen. Und zu einem bin ich dann tatsächlich noch mal hin, weil ich das nicht aus dem Kopf bekommen habe. Okay, einmal habe ich mir einen Anhänger geholt. Da muss ich noch eine Kette dran machen. Eine Sonne. Ich habe das Gefühl, die kommt auch gar nicht rüber. Das ist so ein wunderschöner Stein da drin. Ah doch, oh Gott. Eine Sonne. Die wird mich immer an meine Mutter erinnern, weil, ja, die hat irgendwie so ein Faible mit Sonnen und, ja, keine Ahnung. Wenn irgendwo eine Sonne ist, dann schreit das meine Mutter irgendwie. Keine Ahnung warum. So wie bei mir mit Sternen. Und der gleiche Laden hatte noch ein Anhängerchen. Und zwar diesen hier. Ich weiß gar nicht, nennt man das auch Perlmutt? Ich glaube nicht, Perlmutt ist doch was anderes. Ja, noch ein Mond dazu. Oh, so schön. Die mache ich mir dann gemeinsam an eine Kette. Und noch 2 Ringe. Ich glaube auch aus dem gleichen Laden, fällt mir gerade ein. Kann ich eigentlich direkt anziehen. Mondstein, wenn ich mich nicht täusche. Und ein Stern. Was auch sonst. Ich bin eigentlich eher der Gold-Fan. Aber so mit Ringe, die finde ich auch schön. In Silber. Genau. Dann noch eine Kette. Zwar ist die mit so Glitzer. Und womit noch? 3-mal dürft ihr raten.
ist hier ein bisschen verheddert. Nanu, okay. Ja, ihr habt noch Zeit zum Raten. Genau, Sterne. Ja, das ist so eine kleine süße Kette mit so Steinchen und Sternchen. Richtig, richtig süß. Ja, ich will jetzt nicht, dass sie sich mit den anderen verheddert. Ja, und da, wo ich diese Kette her habe, habe ich mir noch was anderes mitgenommen. Ich frage gerade, ob ich das abhängen soll. Ich glaube, ich mache euch einfach ein Foto, weil das hängt schon. Also ihr werdet es jetzt sehen. Und das war so schön. Ich hätte das so gerne in 1000 anderen Farben noch mitgenommen, weil das Ding ist, die hatten das da auch an der Türe hängen, wie so ein Vorhang. Aber ich wollte jetzt nicht so viel mitschleppen nach Hause. Aber wirklich, das sah so schön aus, vor allem weil da auch so die Sonne drauf geschienen hat und dann hat alles geglitzert und ja. Dann war ich in einem Shop. Den hätte ich wirklich leer kaufen können. Also da musste ich mich richtig zusammenreißen. Soll ich den gatekeepen? Nein, ich werde es euch sagen. Reserva Natural. Das ist der Laden. Und ich fange erstmal mit. Die hatten auch so viel Schmuck da. Ich fange erstmal mit dem an. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin eigentlich nicht so der Notizheftschreiber, aber wieso hätte ich da dran vorbeigehen sollen? Das hätte ich sowas von bereut. Und das gab es in 1000 verschiedenen Ausführungen. Okay, 1000 ist jetzt auch voll übertrieben, aber ein paar lagen da in verschiedenen Farben. Und oh mein Gott, ey, ihr seht ja, wie mein Hintergrund ist und diese Farben, das glitzert. Ich musste das einfach mitnehmen. So süß mit dem Faden hier und oh, diese ganzen kleinen Details. Ach, dieser Laden, wie der gerochen hat, ne? Man riecht das immer noch, weil da so 1000 Duftstäbchen waren und ja, das war wirklich ein ganz, ganz toller Laden. Dann hatte ich sowas ins Auge gefasst und meinte so, Mama, wie teuer ist das denn? Kannst du mal gucken? Und sie sagt so, ja, 55 Euro. Ich so, oh, ja, zeig mal, ich will nur mal gucken. Und ich konnte es nicht mehr aus der Hand lassen, weil ich das so schön fand. Die hatten auch ganz tolle Kissenbezüge, so richtig schön einfach. So ein bisschen, ja, es war schon so ein Hippie-Laden, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und ich kann direkt mal noch einen Spoiler raushauen. Ich möchte mir wieder einen Campervan zulegen. So ein kleiner VW T5 oder T6. Mal gucken, was sich da finden lässt. Ich hatte ja schon mal einen Camper, einen Dacia Docker. Und den musste ich verkaufen, weil wir den nicht mit nach Madeira nehmen konnten. Und ich vermisse es so sehr, unterwegs zu sein, im Auto schlafen zu können. Wir hatten leider den anderen nur, oder ich hatte den leider nur 2 Wochen. Nee, ich hatte den nicht 2 Wochen, aber die einzige Reise, die damit war nach Sardinien mit meiner Mutter. Und die ging 2 Wochen. Und dann ist halt C ausgebrochen und ja, das war alles so ein bisschen blöd. Jedenfalls, bei Geruch, ne, werde ich mir das vielleicht dann in meinen Camper hängen. Ich hoffe so sehr, dass die Farben rüberkommen. Aber es ist so ein kleines Tuch, Teppich, whatever. Das glitzert auch in sämtlichen Glitzertönen. Und die ganzen Farben, dieses Grün, Rosa. Ich fand es einfach eine wunderschöne Erinnerung. Und ich bereue es auch überhaupt nicht, dass ich das mitgenommen habe. Ja.
dem gleichen Laden habe ich noch dieses Portemonnaie mitgenommen. Ich das auch so süß fand, mit dem Grün und den Augen da drauf. Die hatten auch so Glitzer-Portemonnaies, aber die waren noch ein bisschen kleiner. Also noch kleiner als das. Hätte ich auch super gern mitgenommen, aber ich musste mich wirklich am Riemen reißen. So, und dann war ich ja einmal mit dem Camper, den ich mir ausgeliehen habe in Italien, falls ihr euch erinnert. Und habe mir da so einen Armreif mitgebracht. Und das habe ich da auch wieder gefunden, aber in einer anderen Ausführung natürlich. Und habe ich mir mitgenommen. Und zwar ist da so ein Stein mit einem Mond. Und das fand ich auch so toll. Ja. Ja, ich musste mich wirklich zusammenreißen, ey. Schrecklich. Und noch 2 letzte Sachen. Da saßen ganz viele süße Figürchen und mir ist sofort ein ins Auge gesprungen. Der Pilz mit dieser Glitzerfee. Und ich wusste, du kommst mit. Zucker, süß. Hinten ist so ein bisschen Glitzer. Einfach wunderschön. Keine Ahnung, ich fand es richtig süß, Leute. Ich liebe alles, was glitzert. Pilze, Feen. Ja. Love it. Und das letzte Teil gehe ich ganz schnell holen. Okay, ich würde damit niemals als Armband jetzt rumlaufen, aber ich fand das einen richtig tollen ASMR-Trigger. Die hatten also verschiedene Rasseln und mich hat das hier sehr angesprochen. Ich hoffe jetzt auch wirklich, dass sich das gut anhört. Ja. Und dann habe ich mir noch überall, was so am Strand rumlag, irgendwie so, wie nennt man das denn? Manchmal werden da so pflanzenartige Sachen angespült. Das habe ich mir noch ein bisschen von mitgenommen, nicht viel. Aber da würde ich gern ein bisschen irgendwas mitmachen, weil ich kann das mal hier einblenden. Das Airbnb hatte so ein richtig schönes Glasding, wo so Muscheln drunter waren. Und wenn man da so ein paar Muscheln, die ich schon hier habe, reinmacht mit diesem Gedöns, das sieht so schön aus. Nur leider habe ich sowas nicht in meiner Wohnung. Also muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Es gibt ja diese 3D-Bilderrahmen, vielleicht irgendwie sowas. Ja, und dann waren wir noch in einem Parfümladen, weil ich ein Parfüm mitbringen wollte. Fängt man als Überraschung. Und das war der krasseste Parfümladen ever. Also es war eine Nischenparfümerie. Und die waren da so unglaublich nett. Da standen so viele Düfte, die ich bereits kannte und auch besitze. Also müsste ich nochmal irgendwann ein anderes Video drüber machen. Aber die haben mir so einen krassen Duft empfohlen. Das war so ein Duft, der riecht einfach nach Kirche. Ja, wie riecht die Kirche? Wenn ihr den riechen würdet, würdet ihr sagen, jetzt verstehe ich's. Nach Weihrauch, richtig krass. Und da wurde mir auch ein anderer Duft empfohlen für mich. Und zwar heißt der Mad Honey und der ist von einer neuen Firma. Ich habe gerade die Firma vergessen, das ist eine koreanische. Und Leute, dieses Parfüm, ne? Ich habe gesagt, wenn ich den Tester, ich habe einen Tester mitbekommen, wenn ich den aufgebraucht habe, werde ich mir das holen. Das riecht nach Honig, Rose. So
lecker. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es gibt keinen vergleichbaren Duft, wo ich jetzt sagen könnte, geht mal in Douglas und riecht da dran. Vielleicht diejenigen, die sich mit Parfüms auskennen, vielleicht sagt euch Zoologist was. Der macht so ganz viele verschiedene Parfüms von dem Habitat von Tieren. Ich habe zum Beispiel eins hier, was Snowy Owl heißt. Und das riecht einfach nach Schnee, Kälte, nach so einer wunderschönen Lichtung. Und ich hatte ihn gefragt, ob der das auch kennt. Und der von Zoologist, also da gibt es auch einen Duft, der heißt Bee. Der riecht einfach nach Honig, pur Honig. Und dieser Mad Honey von der neuen Firma, der riecht ein bisschen so, aber in viel toller und weiblicher, ein bisschen mehr so sexy, verführerisch und frisch und ein ganz toller Duft. Also wenn ihr jemals die Chance habt, daran irgendwo zu riechen, dann macht das mal. Das wirklich hat meine Welt verändert. Nee, Spaß